Hi, ich bin's mal wieder, euer Professor. Willkommen zurück zu meinem Experiment. Dabei geht es mir darum, gemeinsam mit euch einen neuen Bühnenakt zu kreieren. Einige Ideen haben wir bereits in den letzten beiden Videos gesammelt. Jetzt liegt es an mir, diese Ideen miteinander zu verbinden und in die Tat umzusetzen. So ein Prozess ist wahnsinnig zeitaufwendig und geht nur langsam voran. Aber ein bisschen was haben wir schon geschafft. Was genau und wie ich dorthin gekommen bin, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Beim letzten Mal habe ich mir einen neuen Verdampfer für meine Pfeife besorgt. Diesen habe ich mittlerweile eingebaut und mit einer Kordel umklebt, damit man den hässlichen Glaszylinder nicht mehr sieht. Dann habe ich die Kordel ein bisschen mit dem Feuerzeug angezündet, damit das Ganze einen Vintage-Touch bekommt. Und dampfen tut sie auch ganz gut. Danach habe ich in 2 Holzkugeln jeweils ein Loch gebohrt. Warum? Das sei an dieser Stelle nicht verraten, also psst. Mein Kerzenständer musste auch optimiert werden, weil die Kerzen immer so blöd darin rumgewackelt haben. Also habe ich einen 2-Komponenten-Knet aus dem Baumarkt besorgt. Das Zeug ist echt heftig, darum ziehe ich mir an dieser Stelle Handschuhe an. Boah, das stinkt! Seid bitte vorsichtig, wenn ihr mit sowas rummacht. Durch das Kneten vermischen sich die beiden Komponenten und werden innerhalb der nächsten 10 Minuten steinhart. Ich habe also gerade genug Zeit, die Kerze in den noch weichen Knet zu stecken und alles sauber zu machen. Es sind übrigens noch neue Ideen von eurer Seite dazugekommen, wie zum Beispiel ein magischer Stein, Flüssigkeiten zu Karten und Karten zu Flüssigkeiten verwandeln, eine Kerze, eine kleine Kiste, in der eventuell Münzen drin sein könnten, Flüssigkeiten färben, D-Lights, Torn and Restored Card, eine Sanduhr, interessant, um die Zeit zurückzuspulen, ein Buch, eine Feder so schwer wie Stein und ein Stein, der leicht ist wie eine Feder und eine verschwindende und erscheinende Spieluhr. Wow, das sind echt großartige Ideen. Ich habe auch weitere Ideen für Musik, das Bühnenbild und die Geschichte von euch bekommen. All das schreibe ich in mein magisches Notizbuch. Hier trage und klebe ich alles ein, was mich in irgendeiner Form inspiriert. So habe ich immer die Möglichkeit, alle Ideen erneut abzurufen. Ich kann euch so eine Kladde nur wärmstens empfehlen. Ich habe mich mal hingesetzt und mir eine Art Ablaufplan aufgeschrieben. Fast schon so ein bisschen wie eine stichpunktartige Story. Das hilft mir, den ganzen Act etwas klarer vorzustellen. Während ich also so vor mich hinkritzle, höre ich die Musik, welche ich gerne verwenden möchte. Denn die Stimmung der Musik ist nicht nur inspirierend, sondern ich lerne dadurch auch das Lied besser kennen, was für mich super wichtig ist, damit ich mich später punktgenau auf die Akzente der Musik bewegen kann. Hier empfehle ich die Musik auch bei alltäglichen Beschäftigungen zu hören. Lasst die Musik einfach im Hintergrund laufen. Ihr müsst nicht einmal darauf achten. Euer Unterbewusstsein macht das ganz von selbst. Ich habe für das Bühnenbild übrigens mal 3 Varianten vorbereitet. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welche euch davon am besten gefallen haben. Und hier sind sie. Nummer 1 ist ein schlichter und einfacher Stehtisch. Es passt nicht viel drauf, aber dafür könnte ich mit leichtem Gepäck reisen. Nummer 2 ist schon ein bisschen größer, bietet dafür aber jede Menge Ablagefläche und er sieht gut aus. Nummer 3 ist der aufwendigste Tisch, liefert aber auch die meisten Möglichkeiten. Diesen Tisch habe ich für meine abendfüllende Show gebaut und ist unter den 3 Beispielen, welche ich euch hier gezeigt habe, mein Favorit. Immer wieder schlage ich in meinen Zauberbüchern nach Techniken und Methoden nach, welche mir helfen könnten, unsere Ideen umzusetzen. Dabei stoße ich natürlich auf jede Menge Möglichkeiten, welche ich selber auch noch nie ausprobiert habe. Also muss ich mich wieder hinsetzen, planen, tüfteln, basteln und natürlich trainieren. Dabei stelle ich mich nicht selten so an, als würde ich das erste Mal zaubern
und die Illusion funktioniert vorne und hinten noch nicht. Um solche Probleme zu beheben, schließe ich mich gerne mit Kollegen kurz. In diesem Fall habe ich den Trickerfinder und Entwickler in der Zauberszene kontaktiert. Ich rede von keinem Geringeren als von Niels Bennett. Niels Bennett ist nicht nur selbst Zauberer, sondern auch seit vielen Jahren der Mann, der hinter vielen Illusionen steckt und mittlerweile einige große Zauberer berät, wie zum Beispiel Farid, die Ehrlich Brothers und Topaz. Er hat einige bekannte Kunststücke auf ein neues Niveau gehoben und fertigt alles in seiner Werkstatt mit Liebe zum Detail und einem riesigen Wissensschatz von Hand an. Seit neuestem dürfen wir Niels übrigens auch als Dozent in der Secret School begrüßen. Und hey, da kommt was richtig Cooles auf euch zu. Wenn ihr also auch begeisterte Tüftler seid oder eine Idee für einen Trick habt, aber nicht so richtig wisst, wie ihr das Ganze umsetzen sollt, dann schaut doch mal auf seiner Webseite vorbei und schreibt ihn einfach an. Außerdem ist Niels Bennett jetzt auch auf Instagram unterwegs. Hier postet er regelmäßig coole Ideen aus seiner Erfinderwerkstatt. Die Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Also klickt drauf und lasst ein Abo da! Entschuldigung. Zurück zu unserem Experiment. Ich fand die Idee mit den Elixieren so richtig toll. Ich wollte aber auch gerne weiterhin bei Karten und Bällen bleiben. Also habe ich überlegt und bin auf folgende Idee gekommen. Auf unserem Tisch könnten 3 Fläschchen mit unterschiedlichen Substanzen stehen. Eine weiße, eine rote und eine klare. Da das Ganze noch in der Entwicklung ist, müsst ihr euch die Flüssigkeiten jetzt einfach mal vorstellen. Für ein einfacheres Verständnis habe ich die Fläschchen beschriftet. Jede Substanz hat eine eigene Fähigkeit. Mit der weißen könnten wir zum Beispiel Gegenstände erscheinen lassen. Mit der roten könnten wir die Gegenstände färben. Ja, mir ist bewusst, dass das eher pink ist. Stellt euch einfach vor, es wäre rot, okay? Und die klare Substanz lässt Gegenstände wieder verschwinden. Klar. Es wurden auch Wünsche zu Pyro, also Feuereffekte, geäußert. Da dachte ich mir, dann lasse ich doch eine brennende Kerze erscheinen. Das lässt sich gut mit dem Rest verbinden und passt auch gut zum Bühnenbild. Am Anfang weiß man noch nicht so richtig, wo einen die Reise hinführt. Aber dann entstehen immer ganz plötzlich total tolle Sachen und man hat auf einmal einen klaren Ablauf oder Effekt vor den Augen. Wenn das Ganze anfängt, Gestalt anzunehmen, wenn man langsam aber sicher Ergebnisse sieht, dann fängt es erst so richtig an, Spaß zu machen. Mir ist sogar schon ein passender Name für unseren Act eingefallen. An dieser Stelle sei aber noch nicht zu viel verraten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Namen ihr cool fändet. Und die letzten Worte meines Videos in dieser Woche lauten: Buntspecht, Zahnfleischentzündung, Papalapap. Euer Professor.